Jetzt kommen wir zum nächsten Beitrag noch, den wir hier haben. Sie sehen es schon angezeigt, wo wir, wie ich vorher schon angekündigt habe, berichten wollen über die neuen Möglichkeiten zur einfachen Produktmeldung. Und präsentieren wird das Esther Feistkorn aus unserem Team hier am BFR. Und Frau Feistkorn ist Umweltwissenschaftlerin und seit 8 bis 10 Jahren ungefähr schon hier in unserem Team und gehört da sozusagen zur Kernmannschaft dazu und wird Ihnen jetzt diesen Aspekt, mit dem wir uns auch täglich auseinandersetzen, genauer erklären. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Desel. Die Nutzung neuer Möglichkeiten zur vereinfachten Produktmitteilung im PCM-Format soll jetzt Thema der nächsten halben Stunde sein. Und vor allem für spezielle Gemische und für variable Gemische gibt es viele Möglichkeiten zur vereinfachten Produktmitteilung. So kennen wir zum Beispiel den generischen Bestandteilidentifikator, die Gruppe austauschbarer Bestandteile oder auch Interchangeable Component Groups genannt, kurz auch ICGs, die Standardrezepturen, die Standard Formula Components und kurz SFCs hier bei uns genannt. Die Mehrkomponentenprodukte gehören auch dazu und Kraft- und Brennstoffe sowie die nach Wunsch formulierten Anstrichfarben. Auf die unterstrichenen Möglichkeiten werde ich im Folgenden näher eingehen. Zudem gibt es noch weitere Neuerungen, die nicht nur die speziellen Gemische oder die variablen Gemische betreffen, sondern ganz allgemein für die Dossiers gelten. Und zwar haben wir die Möglichkeit, die Deaktivierung eines eingereichten Dossiers vorzunehmen. Disable a Submission nennt sich das dann. Oder auch die Produkte vom Markt zu nehmen, Seizing Products from the Market. Auch das soll Thema des Vortrages sein. Zunächst zu den Gruppen austauschbarer Bestandteile, zu den ICGs. Die Anwendung hierbei: Die Unternehmen haben hier häufig mehrere Lieferanten, die für ein oder mehrere Rezepturkomponenten Produkte zur Verfügung stellen. Und statt eines Stoffes wird hier ein ICG als Komponente angegeben, in der Hauptrezeptur wohlgemerkt, was dadurch zu einer Reduktion der Zahl der Mitteilungen führen kann und auch führt. Änderungsmitteilungen wären ja normalerweise beim Tausch der Komponenten nötig. Jedoch ist das nicht erforderlich, wenn ich mich eben hier ein ICG benutze. Und Komponenten können dann nämlich über Updates zu einem ICG hinzugefügt oder gelöscht werden, auch ohne dass es einer UFI-Änderung, also der eindeutigen Rezepturidentifikator-Änderung bedarf. Wenn aber ein ICG erstellt wird, das bei der ursprünglichen Einreichung noch nicht vorhanden war, ist aber in diesem Fall ein neuer UFI nötig. Das sollte doch im Hinterkopf behalten werden und da auch im Voraus schon die Möglichkeit der Verwendung dieser austauschbaren Komponenten sollte da geprüft werden, eben auch zum Beispiel hinsichtlich der verschiedenen Lieferanten, dass man doch das gleich von vornherein berücksichtigt und angibt. Ja, jedes ICG hat wie alle anderen Komponenten auch einen Namen, eine Konzentration und eine Einstufung. Und der Name, das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen, kommt auch noch auf den folgenden Folien, der muss hier an dieser Stelle aussagekräftig sein. Es hilft da nicht so viel, wenn da ICG Nummer 2 steht, damit einem die Beratung durch Giftinformationszentren, durch die GITS im Notfall oft auch ohne eine detaillierte Recherche der einzelnen Rezepturbestandteile möglich ist. Das hatte ja auch schon Frau Oestberg heute Vormittag gesagt, dass der Name doch ein elementar wichtiger Bestandteil ist, um schnell recherchieren zu können. Noch einmal kurz zur ICG-Definition. Also toxikologisch ähnliche Bestandteile eines Gemisches können in einer Gruppe austauschbarer Bestandteile zusammengefasst werden. Und die Informationen über die Gesamtkonzentration dieser Bestandteile in dem Gemisch werden vorgelegt, ohne dass ihre Konzentration im Einzelnen angegeben wird. Kurz zu den Regeln des ICG. Ja, der Name der ICG entspricht oder soll im besten Fall den technischen Funktionen der zusammengefassten Bestandteile entsprechen. Daraus leitet sich natürlich ab, dass die technischen Funktionen der Bestandteile des Gemischs im ICG auch identisch sind.
Die Einstufung der Bestandteile im ICG ist im Hinblick auf die Gesundheitsgefahren und auch auf die physikalischen Gefahren ebenfalls identisch. Zu beachten ist hierbei, dass Informationen zur Gefahrenklasse und Kategorie können für das ICG als Ganzes angegeben werden, aber nur dann, wenn alle Unterkategorien für alle Bestandteile gleich sind. Das zeigt auch nochmal das kleine Bildchen nebenan. Kann ich pointen? Nee, geht der Pointer? Oh, jetzt. Oh je. Das war Pointer, weiß ich gar nicht. Hier oben. Pointer, Moment. Ah ja, hier. Genau, das soll das Bild hier nebenan nochmal veranschaulichen. Es gibt hier die Gefahrenklasse, die entsprechende Kategorien hier nochmal Unterkategorien hat. Und wenn es auf der Ebene dieser Unterkategorien eben Unterschiede gibt, dann sollte die Gefahrenklasse und die Kategorie für jede Komponente einzeln angegeben werden. Weitere Regeln sind für alle möglichen Kombinationen des resultierenden endgültigen Gemisches ist die Gefahrenbezeichnung, also das meint hier die Einstufung und auch die Kennzeichnungselemente sind hier auch identisch. Und die toxikologischen Eigenschaften der Bestandteile des Gemisches sind ebenfalls identisch. Die Konzentration des ICG-Bestandteils im Gemisch ist anzugeben, nicht die einzelnen Bestandteile, das hatten wir ja eben schon in der Definition gehabt. Und es muss ein Rechtsträger für das ICG angegeben sein, sowie das ICG-Ankreuzkästchen sollte doch auch angeklickt oder bedient werden. Die beiden letzten Punkte gelten nur für die Eingabe in den Euclid-Datensatz. Beim System-to-System stellt sich das dann anders dar, beziehungsweise wird auch implementiert werden, so was halt Daniele schon eben ansprach, dass da noch Anpassungen erfolgen. Ja, wie sieht es aus mit den Erfahrungen im BFR zu den ICGs? In unserer BFR-Produktdatenbank gibt es Stand August 2022 ca. 5000 Rezepturen, die ICGs sind und über 1000 verschiedene ICG-Bezeichnungen. Ja, die häufigste ICG-Name oder Bezeichnung ist hier an der Stelle Filler oder Füllstoff. Hierbei sind die Rezepturen auch inhaltlich gleich, das ist ja sehr gut so, und zu über 90% der Bezeichnungen oder der Namen, die ICG-Namen sind auch im Sinne des Gesetzes, also die technische Funktion ist dann da abgebildet, korrekt angegeben. Fehlgebrauche konnten wir auch identifizieren, so wurde zum Beispiel Portland-Zement als ICG angegeben, was ja in dem Sinne eigentlich eine Standardrezeptur wäre. Ein ICG wurde als eine 100%-Komponente angegeben, darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Und es gibt auch sogenannte Verschachtelungen oder Datensätze, die sich über mehrere Ebenen in der Rezeptur erstrecken oder auch Multiple Layers Datasets genannt. Auch darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aktuell werden genau die beiden letztgenannten Punkte nämlich auch in der ECHA und zwischen den Appointed Bodies diskutiert. Wenn eben ein ICG als 100% Komponente des Hauptgemisches angegeben ist und auch die Möglichkeit der Verschachtelung der Mitteilung. Also auf mehreren Ebenen der Mitteilung sind weitere Gemische im Gemisch enthalten. Das kann dann eben so sein, dass das finale Gemisch ein MIM enthält, dieses MIM wiederum ein MIM enthält und dieses wiederum ein MIM und so weiter. Das setzt sich über einige Ebenen fort. Und darunter befinden sich eben auch ICGs, aber auch Standardrezepturkomponenten. Ja, beide Arten dieser Verwendung sollten möglichst vermieden werden. Das sei schon mal vorab gesagt und nochmal näher auf diese einzelnen Punkte zu sprechen. Das ICG als 100%-Komponente ist also die Zusammensetzung des Hauptgemisches enthält genau einen ICG-Bestandteil zu 100%. Ja, aber bei den ICG-Bestandteilen handelt es sich ja um potenziell individuelle Mischungen, die zusammen gemeldet werden. Rechtlich ist es erlaubt, ein ICG als eine einzige Komponente zu haben, aber die Intention des ICGs besteht ja eigentlich darin, die Bestandteile eines Gemisches zu gruppieren und nicht ein einzelnes Gemisch bzw. eine 100%-Komponente. Daher ist die Diskussion auch in der ECHA und in den Working Groups, die noch aktiv sind, dass es vielleicht zu einer möglichen neuen Validation Rule kommen könnte und die dann da lauten könnte, die Zusammensetzung des Gemisches sollte nicht ein ICG als einzige Komponente enthalten.
Ja, dann die Problematik der Verschachtelung. Dazu soll die folgende Folie zeigen, wie denn diese Verschachtelung bei uns hier in der Produktdatenbank ankommen. Also das ist ein reales Produkt, was ich hier zeige. Das hat eine Mitarbeiterin, eine Kollegin von uns so bearbeitet und gehabt und vorgefunden. Und damit man das mal noch ein bisschen erklären kann mit den Verschachtelungen, habe ich das hier mal aufgenommen. Also wir haben unser gemeldetes finales Gemisch, unser Dossier damit erhalten. Und dieses gemeldete finale Gemisch unterteilt sich in der ersten Ebene der Rezeptur in weitere 9 Komponenten. Darunter sind Stoffe, ICGs, Memes, wie Sie sehen. Und diese ICGs und Memes wiederum unterteilen sich in weitere Memes, also Mixtures und Mixtures, und das hatten wir ja schon erwähnt, oder weitere Komponenten. Und diese Mixtures und Mixtures gehen in der dritten Ebene dann wiederum in ICGs über und diese ICGs wiederum in Memes, und am Ende haben wir dann auf der 5. Ebene die vollkommen entschlüsselte Rezeptur. Ja, dass das natürlich für einen Beratungsfall im Giftinformationszentrum recht ungünstig ist, ist wahrscheinlich einleuchtend. Auch Frau Östberg hatte das ja schon gesagt, dass diese Meme-in-Meme-Geschichten zeitintensive und aufwendige Recherche beinhalten. Ja, so, dann haben wir die Standardrezepturen oder auch SFCs. Hier zur Anwendung kurz. Sie gelten für natürliche Rohstoffe, speziell für Zement, für Gips, für Fertigbeton oder Transportbeton. Diese Rohstoffe sind, weil sie natürlich un Ursprungs sind, unterschiedlich zusammengesetzt und erfordern auch oft die Zugabe von Additiven und weit schwankenden Konzentrationen, um die technische Funktion sicherzustellen. Zu den Definitionen und zu den Regeln der Standardrezepturen. Die Mitteilung unter Verwendung von einem Anhang 8 Teil D festgelegten Standardrezepturen ist hier mit weiten Konzentrationsbereichen erlaubt. Und zurzeit befinden sich in dem Anhang 8 Teil D 20 Zementstandardrezepturen, eine Gipsbinder-Standardrezeptur, 2 Transportbeton-Standardrezepturen. Und diese stehen hier zum Herunterladen in der iUclid-Instanz zur Verfügung, also nur für die manuelle Eingabe. Standardrezepturen können auch ganz generell als Komponente auftreten in einem Produkt oder im Gemisch. Zum Beispiel kann das 80% eine Gipsbinder-Standardrezeptur sein und noch 20% ein extra hinzugesetztes Gemisch. Auch hier ist wichtig, dass das Ankreuzkästchen für die Standardkomponente bedient wird bei der iUclid-Angabe, dass der Haken gesetzt wird sozusagen. Ja, wie sieht es hier in der BFR-Produktdatenbank aus? Wir haben hier über 11.000 Standardrezepturen in über 20.000 Produkten. Sogar 25% davon sind tatsächlich Zementstandardrezepturen mit der entsprechenden europäischen Kategorisierungskategorie mit dem PC-Con. Circa 65% sind Klebstoffe und Dichtungsmittel und die restlichen Kategorien sind Waschmittel, Aromen, E-Liquids, Luftreiniger oder auch die große Gruppe der PCF, der Gemische für weitere Formulierungen. Das ist natürlich nicht so korrekt und nicht so gedacht als SFC zur Verwendung für die letzten oder für den großen Anteil der Standardrezepturen, die hier bei uns angekommen sind. Und insgesamt sind in über 100 verschiedenen oder 110 verschiedenen Kategorien Standardrezepturen bei uns enthalten. Ja, Verschachtelung gibt es auch hier, also das, was wir analog für ICGs gesehen haben, gibt es auch auf der Ebene der SFCs, wo es Verschachtelungen über mehrere Rezepturebenen gibt. Wir haben Produkte, die mit identischem Namen und identischer Rezeptur mal als Meme oder mal als Standardrezeptur verwendet und mitgeteilt werden. Wir haben Standardrezepturen innerhalb eines Gemisches, die wiederum selbst als Standardrezeptur gekennzeichnet sind, also eine Standardrezeptur in der Standardrezeptur. Und, ja, den Fehlgebrauch des Ankreuzkästchens haben wir auch identifiziert. Wie sich das darstellt, zeigt die nächste Folie. Das ist auch aus unserer Produktdatenbank. Man sieht hier die einzelnen Rezepturbestandteile und ja, alle sind im Prinzip als
SFC gekennzeichnet, wobei es sich ja hier im größten Teil um Odoriermittel und um Süß- oder Trägerstoffe handelt, was ja dann nicht wirklich eine Standardrezeptur ist. Wir haben dann das Feld der Mehrkomponentenprodukte. Die Anwendung, Definition und Regeln dazu noch mal kurz erläutert. Die Mehrkomponentenprodukte sind Produkte, die mehrere Gemische enthalten, zum Beispiel wie das bei Geschirrspültabletten oder in Testkits vorkommen kann. Jedes Gemisch ist hierbei einzeln und mit seinem eigenen eindeutigen Rezepturidentifikator, dem UFI, zu melden. Und wenn ein Gemisch oder ein Produkt mit einem Mehrkomponentenprodukt verbunden ist, müssen alle relevanten Infos, auch die über das bei der Verwendung entstehende Gemisch bzw. Mehrkomponentenprodukt am Ende in das Feld toxikologische Angaben für alle Komponenten eingetragen werden. Und es muss ersichtlich sein, welche Angaben sich auf das Gemisch und welche sich auf das Mehrkomponentenprodukt beziehen. Im Abschnitt UFI-Angabe und sonstige Identifikatoren kann der PCN-Mehrkomponentenidentifikator eingetragen werden. Darüber erfolgt dann letztlich die Verknüpfung, dass das Gemisch eben Teil eines Mehrkomponentenproduktes ist. In unserer BFR-Produktdatenbank stellen die Multikomponenten- oder Mehrkomponentenprodukte noch einen eher geringeren Anteil dar. Wir haben insgesamt 19 Rezepturen, die hier als Mehrkomponentenprodukte gekennzeichnet sind. Die Nutzung des Mehrkomponentenidentifikators hat hier gut funktioniert und war immer korrekt. Zu beachten ist hier, dass das PCN-Mehrkomponenten-Identifikatorfeld ein Freitextfeld ist, sodass verschiedene Firmen unbeabsichtigterweise hier den gleichen Text für ein Mehrkomponentenprodukt verwenden könnten. Hier ist aber im Moment aktuell noch kein Handlungsbedarf, auch bei der ECHAT gesehen. Weitere Neuerungen sind, wie gesagt, die Deaktivierung eines eingereichten Dossiers oder auch die Produkte vom Markt nehmen. Die Deaktivierung eines eingereichten Dossiers ist seit dem 28. Dezember 2021 möglich über das ECHA Submission Portal. Und eine Deaktivierung kann erforderlich sein, weil zum Beispiel ein Unternehmen falsche Informationen gemeldet hat, die aufgrund bestehender Validierungsregeln für die Aktualisierung nicht oder als Teil der Mitteilung nur gelöscht oder vollständig ersetzt werden können. Weil ein Unternehmen die falsche Art der Einreichung verwendet hat, zum Beispiel anstelle einer nötigen neuen Mitteilung des Gemisches nur ein Update eingereicht hat, oder ein Unternehmen irrtümlich ein Testdossier in der Produktionsumgebung eingereicht hat. Oder auch eine Einreichung vom Konto des falschen Rechtsträgers vorgenommen hat, zum Beispiel als Berater. Noch kurz zur Definition und den Regeln und der Anwendung zur Deaktivierung eines eingereichten Dossiers. Die Mitteilung wird deaktiviert, aber sie bleibt für den rechtlichen Antragsteller und die zuständigen benannten Stellen weiterhin sichtbar. Das ist eine ganz wichtige Information. Ich komme da am Ende auch noch mal drauf zu sprechen. Also sie wird nicht gelöscht, sie wird nur als deaktiviert gekennzeichnet und steht dann für Beratungen im GIZ nicht mehr zur Verfügung oder kann nicht mehr genutzt werden dafür. Die Deaktivierungsfunktion ist nur unter bestimmten Umständen zu verwenden, nämlich dann, wenn falsche Daten übermittelt wurden, die nicht durch eine Aktualisierung korrigiert werden können. Bei aktualisierten Mitteilungen, also Updates, ist es nur möglich, die letzte Mitteilungsversion zu deaktivieren. Das sollte man immer im Hinterkopf haben. Wenn man seine ursprüngliche Mitteilung ebenfalls deaktivieren muss, dann muss man eben die letzte Version deaktivieren. Und wenn man natürlich 4, 5 verschiedene Versionen hat, dann muss man eben 4, 5 Versionen deaktivieren, bis man letztlich bei der ursprünglichen Mitteilung angekommen ist und die dann auch deaktivieren kann. Ansonsten bleibt die letzte aktuelle Mitteilung bestehen. Bei deaktivierten Mitteilungen sollen die eindeutigen Rezepturidentifikatoren, die UFIs sowie die PCN-Nummer für die Aktualisierung oder für die neue erste Mitteilung wiederverwendet werden.
Und eine deaktivierte Mitteilung oder deaktivierte Mitteilungen sind nicht damit zu verwechseln, dass ein Produkt vom Markt genommen wird. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wenn ich dein Dossier deaktiviere, ist immer ein Grund anzugeben. Und sobald der Antrag auf Deaktivierung des Dossiers ausgelöst wurde, wird auch eine Submission-Nummer für diesen Antrag generiert. Wichtig ist auch hier, bei der Deaktivierung einer Mitteilung liegt es in der Verantwortung des Unternehmens, dass auch die nachgelagerten Kunden darüber informiert werden, die von der Deaktivierung betroffen sein könnten, weil eben zum Beispiel die Verwendung eines Memes vorliegt, da es keine automatische Mitteilung an die Unternehmen darüber gibt. Ja, wie sieht es aus bei der Anzahl von deaktivierten Dossiers, die uns erreicht haben? Seit Dezember, wie gesagt, letzten Jahres ist das ja möglich. Da war das eher noch gering in der Anzahl, nahm dann ab Januar, Februar, März stetig zu und im Mai hatten wir sogar fast über 750 deaktivierte Dossiers bei uns registriert. Im Juni ging es dann wieder runter, im Juli wieder hoch, also das ist so ein bisschen schwankend. Insgesamt sind das über 2000 Dossiers, deaktivierte Dossiers, die wir bekommen haben seit Dezember 2021. Seit Juni 2022 ist hier auch das über System-to-System möglich. Und jetzt zu den Produkten, die man vom Markt nehmen kann. Das ist seit November 2021 möglich. Informationen über ein Produkt, das nicht mehr auf dem Markt ist, sind nicht zu verwechseln mit der Deaktivierung eines eingereichten Dossiers. Auch hier nochmal der Hinweis. Und in einer Aktualisierung, in einem Update kann angegeben werden, ob das Inverkehrbringen eines Produktes in einem bestimmten Markt eingestellt wurde. In einem bestimmten Markt meint hier in einem entsprechenden Land oder in verschiedenen Ländern. Und in einer entsprechenden Liste kann das Land oder die Länder ausgewählt werden. Das auch nur bei der UCLID-Eingabe. Gleichzeitig müssen dann dieselben Länder aus der Liste für den Active Market entfernt werden. Das sieht dann so aus. War am Anfang noch das Produkt in 4 Ländern vermarktet worden. Dann wurde es am Ende nur noch in 3 Ländern vermarktet und ein Land ist in CSID Market gerutscht und vom Markt dort genommen worden. Genau. So wichtig ist auch noch zu beachten, dass die Liste der Märkte, also die Länder, sobald die in den Produktinformationsdokumenten, also in den Ebenen weiter runter im Dossier auftauchen, übereinstimmen und gleich sind mit der Liste der Märkte in der Kopfzeile des Dossiersentwurfs. Also die Länder müssen alle gleich erwähnt sein. Die Anzahl von Mitteilungen mit vom Markt genommenen Produkten, wie sieht es da aus? Da hat die ECHA eine Grafik zur Verfügung gestellt für Deutschland. Die Grafik unterscheidet hier Mitteilungen mit Warnung und ohne Warnung. Das ist an dieser Stelle jetzt für uns nicht so wichtig. Hatten wir ja eben gerade schon gehört, dass es mit den Validation Rules ja zu tun hat. Wir wollen jetzt hier nur auf die Gesamtzahl schauen. Da war es am Anfang, seit November, wo es begonnen hat, noch relativ im einstelligen Bereich. Dann ist es aber relativ schnell hochgeschossen. Im Januar waren das dann über 1100 Mitteilungen mit vom Markt genommenen Produkten und danach hat es sich so auf ein mittleres Niveau oder eigentlich niedriges Niveau eingependelt, immer so ich sag mal im Durchschnitt vielleicht 30 Mitteilungen. Insgesamt sind es bisher 1534 Mitteilungen, die uns hier erreicht haben, die von der ECHA an uns gemeldet wurden mit vom Markt genommenen Produkten. Ja, ich hatte das ja schon öfter erwähnt, also dass es diese 2 Möglichkeiten gibt und dass man die bitte auch schön auseinanderhalten sollte. Und deshalb nochmal eine Folie, die nochmal diese beiden Verfahren gegenüberstellt. Einmal die Deaktivierung und einmal das vom Markt nehmen. Bei der Deaktivierung gibt es dieses Produkt in der mitgeteilten Form nicht. Bei dem vom Markt nehmen gibt es dieses Produkt tatsächlich oder gab es ja das Produkt tatsächlich. Und die Hauptanwendung für die Deaktivierung liegt hier vor allem in der Fehlerkorrektur bei der Rezepturmitteilung. Beim vom Markt nehmen dagegen im Verkehrbringen
wird hier eingestellt für ein oder für mehrere Länder. Wichtig ist also, dass bei der Deaktivierung eines Dossiers das Produkt in der Datenbank verbleibt. Es ist aber so gekennzeichnet, dass es für die Standardrecherche nicht mehr sichtbar ist und auch keine Beratung durch die Giftinformationszentren damit stattfindet. Anders beim vom Markt nehmen, da verbleibt dieses Produkt in der Datenbank und kann auch noch abgerufen werden und eben auch Gegenstand einer Auswertung oder einer Beratung im GIZ sein. Daher ist es halt für die Verwendung der Daten auch wichtig, ist halt die wirklich korrekte Anwendung von großer Bedeutung. Also deaktiviere ich ein Dossier oder nehme ich ein Produkt vom Markt. Vielleicht untermalt es nochmal das folgende Beispiel. Ich habe ein Produkt mit einer neuen Rezeptur und meist ist diese neue Rezeptur weniger toxisch als die alte Rezeptur. Dann ist es natürlich hier auch gerade umso wichtiger, dass diese Rezeptur recherchierbar bleibt und ist, dass eben eine adäquate Beratung im Giftinformationszentrum damit erfolgen kann. In diesem Fall würde es sonst ja bei diesem Produkt, wenn es zu einer Exposition käme und die Rezeptur des alten Produktes mit der alten Rezeptur nicht mehr vorhanden sein würde, zu einer vielleicht Minderberatung kommen, da ja angenommen wird, dass dieses Produkt gar nicht so toxisch ist, was uns die neue Mitteilung in der Rezeptur ja sagt. Also das ist dabei zu beachten. Eine andere Zahl habe ich noch von der ECHA gefunden, die fand ich auch noch ganz gut zu erwähnen, die Anzahl von Mitteilungen mit der Wiedereinführung von Produkten in den Markt. Das ist eigentlich seit Oktober möglich, 2021, und hier auch sehr gering, erst im einstelligen Bereich. Im April lag es dann bei 128 Mitteilungen. Insgesamt ist das ein sehr geringer Anteil an Mitteilungen und wir sind hier bei 180 Mitteilungen, die von der ECHA ans BfR mit der Wiedereinführung von Produkten in den Markt zu tun haben. Eine kleine Ergänzung noch zu ich mache noch mal einen kurzen Sprung zurück, weil die Info habe ich heute Morgen ganz frisch bekommen, deswegen konnte ich keine Folie mehr dazu machen, zu den Verschachtelungen, die ich ja schon angesprochen hatte. Wir wollten natürlich auch wissen, ob das ein Einzelfall ist oder ob das vielleicht mehrere Dossiers betrifft oder wie viele Probleme gibt es denn damit. Da habe ich heute Morgen die Information bekommen, dass wir Verschachtelungen, die 4 Ebenen und mehr betreffen, das geht hinauf bis zu 8 Ebenen, haben. Das betrifft 15.080 Produkte. Wenn ich das runterrechne auf Dossiers, was wir heute Morgen gehört haben, durch 2,5 oder 3 Teile, sind wir hier bei 5.000 bis 6.000 Dossiers, die das betrifft. Also ist es kein Einzelfall, aber es ist jetzt auch nicht so die große Masse. Wenn ich natürlich die 1 Million Dossiers da gegenüberstelle, sind wir bei 0,6%. Aber ja, also es gibt diese Verschachtelung und wenn man dann gerade nur ein Produkt erwischt mit 8 Ebenen, dann ist das schon eine Herausforderung. Gut, aber der Großteil der Produkte ist 1 oder 2 Ebenen und 30% waren bis 3 Ebenen an Produktmitteilungen zu sehen. So, und zu guter Letzt noch eine schöne Info. Der UFI hat es in die deutschen Medien geschafft. Im Mai 2022, ganz populär, in einer Vorabend-Quiz-Sendung wurde der UFI als Frage formuliert sozusagen. Und zwar wurde dort gefragt, mithilfe des 16-stelligen UFI-Codes auf Etiketten von Produkten wie Putzmitteln, Farben oder Klebstoffen können a. Lieferketten zurückverfolgt werden, b. optimale Lagerung und Entsorgung nachvollzogen werden oder c. Giftnotrufzentralen schneller medizinische Maßnahmen empfehlen. Ich denke, wir alle kennen die Antwort. In der Sendung wurde das leider falsch beantwortet, aber trotzdem ist es ja erfreulich, dass Kampagnen von der ECHA oder auch hier Pressemitteilungen vom BfR fruchten und diese Informationen auch auf diesem Wege publik gemacht werden. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.